Hare Krishna, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zu einem weiteren Thema hier im spirituellen ABC. Heute wollen wir uns mal die Worte materiell und spirituell anschauen. Und in den vedischen Schriften würden diese zwei Worte als materielle Welt und spirituelle Welt bezeichnen. So, das kennen wir auch aus den damaligen alten Kulturen, die wir weltweit finden oder wie wir es teilweise auch in anderen Religionen finden, nämlich immer diese Sicht des Ich bin hier und ich will woanders hin oder ich muss woanders hin, ich muss hier raus. So, dieses Konzept, wir sind hier gefangen oder dieses Konzept, es gibt eine höhere Welt oder eine Art Paradies, in das wir gehen können oder es gibt etwas, wo wir eigentlich ursprünglich herkommen. So. Und im Christlichen sehen wir das auch, da reden die Leute immer davon, okay, wir wollen den Himmel zu Gott. Oder bei den Moslems sehen wir wollen zurück ins Paradies. So. Oder in anderen alten Kulturen auch dieses Konzept, ich will eigentlich dahin zurück, wo das Leben ewig ist. Und das ist sozusagen schon mal einer der Unterschiede, weil in den Veden wird beschrieben, diese materielle Welt hier, erstmal der erste Punkt, sie ist zeitweilig, diese materielle Welt. Und sie ist nicht ewig, was eigentlich der spirituelle Aspekt wäre. So, also diese materielle Welt ist zeitweilig, sie ist begrenzt durch Zeit. Und eigentlich, wenn wir uns dieses materielle Universum und diese Welt anschauen, was ist es noch? Es ist eigentlich von Natur aus dunkel. Es ist total dunkel. Und es wird durch Lichtquellen in Form von Sonne und Mond wird es beleuchtet. Hätten wir keine Sonne und hätten wir keinen Mond, würde das alles hier nicht so funktionieren, wie wir es jetzt sehen oder wie dieses göttliches Gerät, könnte man sagen, oder dieses göttliche Werk des Universums funktioniert, weil ohne die Sonne und ohne den Mond, die sind sehr wichtig, sie halten alles, dadurch funktioniert diese ganze Maschinerie hier sozusagen, dass die Planeten sich bewegen und ja, aber das ist nochmal ein Thema für sich. So, aber in der materiellen Welt, was ist in der materiellen Welt? Das, was wir jeden Tag sehen. Wir sehen, dass es Geburt gibt, es gibt Alter, es gibt Krankheit und am Ende gibt es den Tod. So. Und wir in der materiellen Welt hier denken, okay, der Tod ist das Ende und dann war es das. So. Aber die damaligen Kulturen oder alten spirituellen Menschen oder heiligen Menschen waren sich bewusst, okay, es gibt mehrere Leben. Es geht weiter nach dem Tod. Also der Tod ist nicht das Ende. So wie die Zeit irgendwann abläuft und dann die Zeit vorbei ist, dann ist es vorbei. Nein. So, das ist die materielle Sicht. Es ist alles zeitlich begrenzt, Geburt, Alter, Krankheit, Tod und dem sind wir unterworfen und wir werden hier reingeworfen und müssen das erleben und können das erleben und dazu gibt es aber noch diesen anderen Aspekt, nämlich diesen spirituellen Aspekt, nämlich das ist genau andersrum. Wir haben einen Ort, der ewig ist. Wir haben ein Leben, was ewig ist, was nicht begrenzt ist durch Zeit, wo wir nicht krank werden, wo wir nicht sterben müssen und ja, wo man immer glücklich ist. Weil was ist auch heutzutage sehr prominent hier, gerade in der westlichen Welt, die Leute sind immer gestresst, sind immer verwirrt und sind eigentlich unglücklich. Und sie rennen einem Glück hinterher, das eigentlich immer wieder zeitlich begrenzt ist und dann am Ende leiden sie oder sind unglücklich so. Und das ist das Leben hier in dieser materiellen Welt. Weil eigentlich dieses Leben hier in dieser materiellen Welt, wo wir denken, wir suchen etwas und können es eigentlich gar nicht auf Dauer genießen, das ist nicht natürlich für uns. Weil natürlich für uns Lebewesen, für diese Seelen, die ja hier in diese materielle Welt geschickt werden, um dann in gewissen Körpern ein Leben zu erleben oder eine gewisse Zeit da zu sein und halt genießen zu können oder angeblich genießen zu können, ja, suchen nach diesem Glück, was aber zeitlich begrenzt ist. Und warum gibt es denn kein Glück, was immer da ist, was immer verfügbar ist? Eigentlich ist es immer verfügbar da, aber selbst wenn wir glücklich sind, selbst wenn ich glücklich bin, ist es auch nur eine gewisse Zeit und es geht wieder verloren. So, und das ist für uns als Seele eigentlich gar nicht natürlich, weil die Seele von Natur aus ist immer glücklich,
voller Wissen und ewig. So, das ist der Punkt. Die Seele mag nicht sterben, sie weiß alles und sie ist eigentlich immer glücklich. So. Aber wenn wir uns unsere heutige Situation hier anschauen, oder ich mir auch meine Situation anschaue, ich bin auch nicht immer glücklich. Ich habe auch nicht das vollkommene Wissen, obwohl ich mich vielleicht mit höherem Wissen beschäftige, aber nur weil ich in Kontakt kam mit diesem Wissen, habe ich höheres Wissen bekommen. Von alleine hätte ich es nicht gehabt. Aber die Veden sagen, wir haben dieses Wissen eigentlich in uns, wir müssen uns nur zurückerinnern. So, und das ist der Vorgang des Yogas oder des Bhakti-Yogas, dass wir das, was wir eigentlich schon kennen, uns wieder daran erinnern. Und deswegen kommt uns das alles, was wir hier machen, oder was du zu Hause auch kennenlernen wirst, oder anfängst zu praktizieren, dass es dir vertraut vorkommt und du dir denkst so, wow, das tut mir gut, das fühlt sich gut an, ich kenne das schon. Es ist nichts Fremdes. So. Weil alles ursprünglich hier in dieser materiellen Welt, alles Wissen, alles Glück und auch diese Ewigkeit, nach der wir uns eigentlich sehen, weil niemand will sterben, sind Aspekte der Seele und das kommt aus der spirituellen Welt. Das bringen wir hier mit, und wir suchen das hier, aber wir können das hier in dieser materiellen Welt eigentlich nicht erleben. Oder wenn dann halt nur auf diesem zeitlich begrenzten Kontingent, was uns sozusagen vorgeschrieben ist. Und hier in dieser materiellen Welt, was ist noch? Wir haben alle Körper, die jetzt vielleicht auch nicht wunderschön sind. Oder wir denken, die sind schön, aber eigentlich sind diese Körper auch, sind diese Körper leidvoll, weil sie sind voller Leid, sie haben immer Probleme, diese Körper, sie werden halt krank. Und auch wenn man denkt, man ist so gesund, auch der gesündeste Mensch, es gibt niemanden, der keine Probleme hat. Weil der Körper macht Probleme. Und gerade das Alter macht uns Probleme. Selbst wenn wir jung sind und denken, mir geht's gut, ich habe keine Probleme, ich bin gesund. Ja, aber die Krankheiten und die Probleme des Körpers werden kommen, weil durch das Alter bauen wir ab und die spirituelle Seele ist das nicht gewohnt, dass der Körper nicht immer perfekt ist. So. Weil die Körper in der anderen Dimension, könnte man sagen, oder im spirituellen Raum, werden nicht alt, werden nicht krank, werden nicht durch Zeit belästigt und da muss man diesen Körper auch nicht aufgeben. Diesen Körperwechsel, den wir hier in dieser materiellen Welt durchgegangen sind, durch viele Leben und verschiedene Körper, das ist für uns auch nicht normal. Und auch dieses Geborenwerden, das wird in den Veden sehr schön erklärt, dass es nicht normal ist. Wir sind ewige spirituelle Seelen mit einem ewigen glücklichen Körper, sind aber hier in dieser materiellen Welt und werden gezwungen, durch Geburt, Alter, Krankheit, Tod immer wieder in verschiedene Körper zu gehen und dann Geburt zu nehmen. Und diese Körper, aus was bestehen diese Körper? Sie bestehen aus materieller Energie. So, das kennen wir auch, die materiellen Elemente. Feuer, Luft, Äther und so weiter. Und dann noch die feinstofflichen Elemente wie der Geist und die Intelligenz und das falsche Ego. Und das sind auch Elemente, die uns eigentlich bedecken. Dieser Körper bedeckt uns. Und wir identifizieren uns mit dem Körper. Und deswegen ist diese Anhaftung hier in dieser materiellen Welt auch sehr stark. Und deswegen sagen wir auch alle, ich bin dieser Körper, ich bin dieser wunderschöne Mann, ich bin diese wunderschöne Frau oder ich bin in diesem Land geboren oder ich habe diese Nationalität und ich gehöre dieser Religion an und ich bin in dieser Familie geboren und da bin ich stolz drauf. So, und das ist typisch für diese materielle Welt, dass wir uns fesseln lassen, wir lassen uns binden durch diesen Körper, durch unsere Sinne, durch unser falsches Ego und wir denken, ich und mein ist ganz wichtig. Und auch, was ist auch ein bindendes Prinzip, ein sehr starkes bindendes Prinzip in der materiellen Welt, ist die Lust. Die Lust oder die sogenannte Sexualität, weil wenn wir uns damit verstricken, wird der Knoten, den wir eigentlich öffnen sollen hier, um uns zu befreien, wird immer enger gezogen. Und wir identifizieren uns immer mehr mit diesem Körper und wir haften an diesen sogenannten materiellen Sinnesgenuss, den wir aber gar nicht realisieren als zeitweilig. Und wir rennen etwas hinterher, was gar nicht zufriedengestellt werden kann, weil es uns immer wieder genommen wird. Aber auf der spirituellen Ebene genießt man anders. Genießt man in einer Ewigkeit und in einer Glückseligkeit und in einer Art der Vollkommenheit, die wir uns hier in dieser materiellen Welt gar nicht vorstellen können.
Und es wird beschrieben in den Veden, dass also der kleinste Teil, das ist der materielle Bereich. Und in diesem materiellen Bereich befinden wir uns gerade. Und das wird sehr schön beschrieben. Erstmal, wie ist das aufgebaut, dieser materielle Bereich? Gibt es ein Universum? Gibt es mehrere Universen? Wie ist das Universum aufgebaut? Das wird alles sehr schön beschrieben. Wo ist die Erde? Wo befinden wir uns gerade? Es gibt verschiedene Planetensysteme. Es wird alles beschrieben in den Veden. Und ja, und warum gibt es diese materielle Welt? Weil diese materielle Welt ist für diese Seelen bestimmt, weil eigentlich alle Seelen kommen ursprünglich aus der spirituellen Welt, wo sie auf ewig eigentlich mit Krishna oder mit der Göttlichkeit zusammen in Harmonie leben und ihr dienen. Das machen, was eigentlich unserer Natur entspricht, nämlich sozusagen Bhakti-Yoga, den hingebungsvollen Dienst zu praktizieren. Und ja, aber eines Tages, müsst ihr euch vorstellen, obwohl es ja keine Zeit gibt in der spirituellen Welt, aber irgendwie sind wir in diese materielle Welt gefallen, weil wir unabhängig genießen wollten, unabhängig handeln wollten, weil wir rebelliert haben gegen, immer Krishna, warum nicht ich? Und Krishna, der eigentlich nur gerecht ist und uns ja auf eine Art, man könnte sagen, bestrafen will, aber auf der anderen Art könnte man besser sagen, er will uns etwas lehren. Er will sagen, okay, du hast diesen Wunsch und ich erfülle diesen Wunsch. Dann geh in diese materielle Welt, sei unabhängig von mir, obwohl ich die ganze Zeit mit dabei bin und ich dir auch die vedischen Schriften gebe, damit du eigentlich wieder da raus gelangen kannst. Und spiele dein Spiel, spiele Gott, sei unabhängig, versuche unabhängig von mir zu handeln, obwohl wir eigentlich wissen als spirituelle Menschen, wir können nichts unabhängig von Gott machen, weil er gibt uns alles. Er gibt uns aber auch diese wie sagt man, Unabhängigkeit oder die Eigenbestimmung, so diesen freien Willen, genau, diesen freien Willen, das ist das richtige Wort. Und diesen freien Willen haben wir oder können wir ausnutzen. Und wir haben es ausgenutzt und deswegen sind wir jetzt hier in diesem materiellen Bereich und haben einen Körper bekommen, den wir uns selber gewünscht haben. So. Und wir sind jetzt in dieser glücklichen Lage, dass wir diesen menschlichen Körper haben. Und dieser menschliche Körper ist dafür gedacht, um höhere Sachen zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen, so wie früher die alten Kulturen oder alte Religionen oder andere Religionen, die auch heutzutage noch da sind, sich damit beschäftigen, wo komme ich eigentlich her, wer bin ich und wo soll ich eigentlich ursprünglich hingehen und ist der Tod wirklich das Ende, was heute viele Menschen denken. Deswegen leben ja alle so, wie sie möchten und versuchen glücklich zu sein und das zu genießen, so oft und so lange wie es geht, weil am Ende ist alles vorbei. Aber damals wussten alle, dass der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nur der Übergang zu einem neuen Leben. Entweder hier in dieser materiellen Welt oder zu einem neuen Leben dahin, dass man in seine wahre Existenz zurückkehrt, nämlich in die spirituelle Welt oder Himmel oder Paradies oder wie auch immer andere Kulturen das genannt haben. So. Und spirituelle Menschen, Heilige und Philosophen waren sich dessen bewusst, dass sie diesen Bereich hier schon wahrnehmen können und im Endeffekt dahin gelangen können, nach dem Aufgeben dieses Körpers. Weil im Endeffekt, wenn wir sterben, was lassen wir hier? Wir lassen einfach diesen Körper da. Aber man sagt auch, wenn jemand gestorben ist, sagt man auch immer so schön, derjenige ist gegangen. Ja, wo ist er denn hingegangen, frage ich mich dann auch immer, weil, wenn man das so schön sagt im Deutschen, aber der Körper liegt ja noch da. Was ist denn gegangen? Ja, die Energie, die diesen Körper belebt, die diese materiellen Elemente hier, diesen materiellen, wunderschönen Körper belebt, das ist die spirituelle Seele im Herzen. Und diese Seele verlässt diesen Körper und lässt ihn leblos liegen, weil materielle Elemente sind leblos, sind dunkel, sind ohne Licht. Aber wenn die spirituelle Seele reingeht, dann wird diese materielle Energie belebt. So, und so haben wir jetzt eine Vielzahl von menschlichen Lebewesen, Vielzahl von Tieren, Vielzahl von Insekten und verschiedene Lebensarten, die es gibt. Oder Bäume, Pflanzen. Warum wachsen Pflanzen? Weil da auch eine Seele drin steckt und das dann aktiviert, dass das wächst, dass das groß wird. Alles, was wächst, alles, was atmet, alles, was lebt, ist belebt durch die spirituelle Seele. Also die spirituelle Energie aus der spirituellen Welt belebt die materielle Welt.
Sonst wäre die materielle Welt leblos. Man sagt auch in den Veden, die materielle Welt ist wie ein Spiegel, eine perversierte Reflexion des Wirklichen. Und in der Bhagavad Gita gibt es dieses schönes Beispiel von diesem Banyanbaum. Der Banyanbaum ist real und dann gibt es eine Spiegelung, eine Reflexion wie im Wasser. Und du siehst den Baum, aber er ist anders und er wächst auf einmal andersrum. So müsst ihr euch das vorstellen. Diese materielle Welt ist eine Spiegelung von der wahren Wirklichkeit eigentlich. Aber es ist so perfekt hier, dass wir denken, das ist unsere wahre Wirklichkeit. Ich identifiziere mich so stark mit dem Körper, mit dieser Natur, mit allem, weil es ist ja so real. Aber anhand der Aspekte, die wir hier sehen können, wie das alles zeitweilig ist, dass es Tod gibt, dass wir begrenztes Wissen haben, begrenzte Sinne, dass wir viele Sachen gar nicht verstehen oder wir gar nicht wirklich dahinter blicken können, wie das hier eigentlich wirklich funktioniert. Und da kommen wir wieder zu den vedischen Schriften. Die vedischen Schriften offenbaren uns, wie wir funktionieren als Körper, wie das Universum funktioniert, wie das alles hier geschaffen wurde und was darüber hinaus nämlich noch gibt, nämlich diesen spirituellen Raum oder diese spirituelle Welt, wo wir eigentlich als individuelle Seele, die diesen Körper beleben, ursprünglich wirklich herkommen. Und das ist sehr, sehr interessant. Und ja, das sollte man verstehen und das ist auch ein Basic-Wissen im spirituellen Verständnis, nämlich materielle Energie und spirituelle Energie. Und heutzutage, die Menschen sind sich darüber nicht mehr bewusst oder stellen sich diese Fragen nicht oder haben keine Antworten auf diese Fragen. Selbst wenn sie auf der Suche sind nach einer anderen Welt, dann denken sie, ja, das ist hier in diesem Universum zu finden, aber nicht außerhalb davon. Dieses Verständnis, was damals Allgemeinwissen war, ist heutzutage für viele Menschen unglaubwürdig, nicht greifbar oder sie denken, ja, die Wissenschaft kann und das ist nicht wissenschaftlich, weil die Wissenschaft sagt, das gibt es nicht. Aber auch die Wissenschaft heutzutage, die sind am Spekulieren, die sagen, sind wir wirklich das einzigste Universum? Gibt es nicht auch andere Räume, andere Dimensionen? Und es gibt so viele Sachen hier auch in dieser materiellen Welt, die können wir nicht sehen. Wir können keine Geister sehen, wir können gewisse Energien nicht wahrnehmen, obwohl wir wissen, dass sie da sind. Und die Wissenschaft bestätigt das auch. Und mit gewissen Techniken können wir sie messen, können wir sie doch sichtbar machen. Und dann bilden wir uns aber ein, nein, es gibt keinen göttlichen anderen Bereich, wo wir eigentlich herkommen. Den lehnen wir ab, obwohl wir eigentlich die Wissenschaft uns ja sogar Beweise gibt, dass es etwas gibt, was wir mit unserem begrenzten Körper, mit unseren Augen, mit unseren Sinnen gar nicht wahrnehmen können, obwohl es da ist. So. Die Sonne wärmt uns auch, aber können wir das Sonnenlicht wirklich wahrnehmen, sehen? Wir können es spüren, so, wir können uns einbilden, es zu sehen, aber eigentlich können wir es nicht sehen. Genauso wie die Atome, die uns alle umgibt, alles besteht aus Atomen. Können wir diese Atome wahrnehmen? Nein, aber unter dem Mikroskop kann ich das sehen, wie das alles aufgebaut ist und wie es perfekt ist. Und so sehen wir, dass eigentlich diese spirituelle Energie ist überall gegenwärtig und belebt das alles. Weil was ist in einem Atom drin? Krishna ist im Atom drin. Was belebt dieses Atom? Was bringt alles zum Bewegen? Das ist alles diese spirituelle Energie, die entweder direkt von Gott kommt oder geschickt wird durch Seelen aus der spirituellen Welt, die dann hier in dieser materiellen Welt alles beleben. Weil eigentlich ist diese materielle Welt dunkel, voller Leid und sie ist leblos. Es ist tote Materie. Materie zusammengewürfelt, nur mit Materie kannst du kein Leben erschaffen. Du brauchst immer diesen spirituellen Aspekt. Und dieser spirituelle Aspekt belebt die materielle Welt. Und dann kannst du hier in dieser materiellen Welt, was auch beschrieben wird wie ein Gefängnis, gibt es eine Anleitung anhand der Veden, wie du dieses Gefängnis wieder verlassen kannst. Und ab und zu kommt mal derjenige, der das Gefängnis geschaffen hat, nämlich Krishna selbst, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Avatars, kommt er ins Gefängnis, sagt, hey, hier bin ich bin da, verehrt mich und dann gehe ich wieder. Warum macht er das? Um uns aufzuwecken und sagen, hey, da gibt es noch einen anderen Bereich. Weil was bedeutet Avatar? Das ist jemand, der herabsteigt aus der spirituellen Welt in diese materielle Welt. Sich offenbart, sich zeigt, Lehren gibt, Schriften gibt, einen spirituellen Vorgang gibt, eine Art der Verehrung gibt und dann geht er wieder und sagt, jetzt seid ihr dann, jetzt macht das, was ich euch gebracht habe und befreit euch dadurch, befreit euch aus dem Leid hier in dieser materiellen Welt, von diesem
materiellen Körper, der leidvoll ist. Geburt, Alter, Krankheit, Tod ist nicht natürlich für uns. Aber wir haben es in der heutigen Welt akzeptiert. Wir denken, das ist unser normales Leben. Aber alle heiligen Schriften, alle alten Religionen, alle alten Kulturen waren sich bewusst, das ist nur eine kurze Zeit hier. Und wir können uns daraus befreien. Wir können in einen Raum gelangen, der perfekt ist. Und wo wir auch perfekt leben können und wo wir im Einklang wieder leben mit der Göttlichkeit und mit Krishna selbst. Und wo wir das, was wir hier schon üben in Form von Bhakti-Yoga, dann wirklich da in Perfektion ausleben dürfen. Mit einem Körper, der eigentlich wie der göttliche Körper nie vergeht. Und der immer jung ist und nie krank wird. Und Gott teilt seine Aspekte, seine Eigenschaften mit seinen Devotis, mit seinen ewigen Dienern als individuelle Seelen, weil alle Seelen sind eigentlich dafür gemacht worden, um ihn zu lobpreisen, ihn zu dienen. Und die materielle Welt ist halt ein Spielplatz, wo wir das unabhängig von ihm machen können. Aber eigentlich auch ist diese materielle Welt der perfekte Ort, um das wieder zu realisieren, anhand heiliger Schriften, anhand heiliger Persönlichkeiten, die das verwirklicht haben, die das realisiert haben. Und wenn man sich auf den Weg macht, das wieder zu erkennen, dann wird Krishna einem helfen und dann wird Krishna sagen, hey, ich bin doch da. Und ich bin nicht weit weg. Ich muss nicht das ganze Universum absuchen. Du musst nicht in den Atom gucken, du musst nicht dahin gucken. Guck einfach in dich rein, nämlich in dein Herz. Weil das ist auch was Wunderbares, dass Krishna, der eigentlich überall gegenwärtig ist, weil wir ihn nicht sehen können, und er ist sogar in unserem Herzen als Paramatma, als Überseele und begleitet uns die ganze Zeit und wir nehmen ihn nicht wahr. Und wir denken, wir sind zwar dieser Körper, aber denken nicht drüber nach, wer belebt denn diesen Körper. Ja, wir als individuelle Seele, aber gleichzeitig auch als Paramatma ist Krishna die ganze Zeit mit uns da und ist der Zeitzeuge. Er sieht alles, was wir machen. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass wir ihn wieder realisieren. Und wenn wir uns mit ihm wieder verbinden in Form von Yoga, dann ist Krishna happy und dann ist Krishna in unserem Herzen, kann er alles offenbaren. Er gibt uns das Wissen, er gibt uns die Glückseligkeit, er gibt uns diesen Vorgang und wir haben den ewigen Freund, der die ganze Zeit mit uns dabei ist, den wir aber nicht realisiert haben oder, wie kann man sagen, wir haben ihn missachtet oder wir wollten ihn nicht wahrnehmen. Aber wenn wir ihn wieder wahrgenommen haben, dann wird er uns von innen her, wird er uns helfen, ihn in allem zu sehen. Und er wird uns helfen, dass wir ihn noch mehr erkennen können und dass wir seine Fülle erkennen können, dass wir den höchsten Herrn erkennen können, nämlich dass Krishna die ursprüngliche Person ist von all seinen Erweiterungen. Und dass er diese materielle Welt geschaffen hat. Und dass er in seinem ewigen Reich ist und eigentlich nur auf uns wartet und uns zurückholen möchte in seinen ewigen Dienst. Aber diesen ewigen Dienst praktizieren wir hier schon. Und die Veden sind die Anleitung und der Schlüssel dazu, diesen materiellen Bereich zu verlassen. Weil diesen Körper lassen wir hier, diese materielle Energie lassen wir hier, aber wir als individuelle spirituelle Seelen gehen dann in unsere wahre, ewige Natur zurück in die spirituelle Welt. Und zurück zu der Form, zu der wir Anziehung entwickeln. Und wenn wir Krishna verehren, gehen wir direkt zu Krishna. Wenn wir hier schon mit Krishna zusammen sein wollen, wie machen wir das? Indem wir einfach ihm dienen und indem wir alles für ihn machen und indem wir seinen heiligen Namen chanten. Wenn ich Krishna sage, ist Krishna nicht verschieden von seinem Namen, nämlich von seinem Klang. Transzendentaler Klang ist nicht verschieden. Krishna ist nicht verschieden von Krishna, von der höchsten Person. Wenn ich Krishna sage, ist Krishna da. Krishna gibt mir sozusagen direkte Gemeinschaft. Und andersrum gibt er mir Gemeinschaft mit den vedischen Schriften, indem wir das Srimad Bhagavatam lesen oder andere Schriften, was auch seine Klangrepräsentation darstellt, nur in aufgeschriebener Form. So, und so können wir mit Krishna hier schon Gemeinschaft haben. Und er selbst persönlich hilft uns, dass wir das verstehen können. Okay, ich bin hier in dieser materiellen Welt, bei einem materiellen Körper, das ist aber nicht mein natürlicher Zustand. Das muss ich alles aufgeben, das muss ich überwinden, das muss ich hinter mir lassen. Und mit dem Bewusstsein soll ich mich schon darauf vorbereiten, wo geht es hin, wo kann es hingehen. Und das ist das Schöne, was uns in den Veden erklärt wird. Und so können wir halt diesen materiellen Raum, der soll nicht verteufelt werden oder wir sollen traurig sein, dass wir hier sind, sondern wir sollen uns freuen, dass wir hier sind und dass wir von hier aus
direkt zurückgehen können in diesen spirituellen Raum. Und nicht dieses Konzept wie in anderen Religionen im nächsten Leben, sondern hier und jetzt. Wir können jetzt schon diese spirituelle Erfahrung machen und wir üben jetzt schon, wir sind jetzt schon mit Krishna zusammen. Und wenn wir dann wirklich mal diesen Körper aufgeben eines Tages, dann wird es so, dann wird sich der heilige Weise, sagt man, wird sich nicht verwirren lassen. Weil im Endeffekt wird es beschrieben in der Bhagavad Gita wie ein Wechseln der Kleidungsstücke. Wie du jeden Tag dein T-Shirt wechselst oder dein Pullover oder deine Hose, genauso ist der Übergang. Du gibst diesen Körper auf, denkst an Krishna, bist mit Krishna verbunden und schwupps gehst du zu ihm. Und es wird kindereinfach sein. Und diese Angst vor dem Tod und diese Angst vor dem Ungewissen, wir haben dann keine Angst mehr davor. Wir freuen uns auf den Tod und wir freuen uns auch, dass wir diesen materiellen Raum hier wieder verlassen dürfen und gehen in unsere wahre, ewige Existenz. Und Krishna wartet eigentlich nur, uns zu umarmen, und er umarmt uns jetzt schon in Form des heiligen Namens oder in Form des hingebungsvollen Dienstform von Bhakti-Yoga ist er da und wir müssen ihn nur wahrnehmen. Und wenn wir alles für ihn machen, dann haben wir jetzt schon, leben wir jetzt, obwohl wir in der materiellen Welt sind, leben wir vom Bewusstsein her schon in der spirituellen Welt. Aber klar, dieser Körper wird vergehen, die Zeit wird vergehen, aber Krishna verspricht uns, dass wir wieder zu ihm gelangen können, wenn wir uns auf ihn richten in Form von Gedanken, Bewusstsein, von Handlung, wenn wir an ihn denken. Weil, wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird, das, was du an deinem Zeitpunkt des Todes denkst, dahin wirst du gelangen. Und deswegen müssen wir uns kontrollieren. Denke ich an etwas Materielles, bleibe ich in diesem materiellen Raum. Wenn ich aber an etwas Spirituelles denke, an Krishna selbst, an seine Devotees, an seine Spiele, an seine perfekte Form oder an andere Formen von Gott, dann kann ich dahin gehen. Ziehe ich das an. Und das ist das Schöne. Wir üben jetzt schon dafür, dass wir am Ende dieses Lebens an etwas Spirituelles denken, an Gott denken selbst, und dann gehen wir dahin. Und das ist dasselbe Konzept, wie in allen Religionen gelehrt wird. Hab eine Beziehung mit Gott, liebe ihn, verehre ihn, und was ist das Ziel? Am Ende an ihn zu denken und zu ihm zurückzukehren. Und das ist das, was in den vedischen Weisheiten auch offenbart wird, in Form der spirituellen Welt. Deswegen können wir sehr froh sein, dass wir diese Information haben, und ja, und wir sollten auch die Verantwortung haben, dieses Wissen mit anderen zu teilen. Deswegen habe ich jetzt hier mal dieses kleine Video gemacht. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hare Krishna.